Hello beautiful people, und in diesem Video möchte ich einmal meine Erfahrungen mit den Akasha-Chroniken mit euch teilen. Bevor ich das Video starte, möchte ich euch einfach sagen, dass so viele Dinge, die ich ausprobiere, sind einfach mindblowing, und ab dem Moment, wo du dich für Neues öffnest, ab diesem Moment wirst du Wunder erleben in jedem Lebensbereich, und deswegen kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, mit offenem Herzen euch dieses Video anzuschauen, mit offenem Herzen an neue Dinge ranzugehen und euch immer wieder bewusst machen, jede Erklärung, alles was logisch erklärbar ist, ist immer nur erklärbar dadurch, dass ihr es gelernt habt oder bereits erfahren habt. Das heißt, ihr werdet immer nur das wissen, was ihr bereits schon wusstet. Aber wenn ihr euch für etwas Neues öffnet, was vielleicht auch andere in eurem Umfeld nicht wissen, dann werden auch weitere Antworten von außen kommen, die ihr zuvor nicht wusstet. Und dementsprechend ist die einzige Möglichkeit, eure Perspektive zu erweitern, indem ihr ohne Bewertung und ohne euren Verstand an solche Dinge rangeht. Und ja, was sind überhaupt Akasha-Chroniken? Die Akasha-Chroniken sind wie eine Aufzeichnung jeder Lektion, die jemals gelernt, und jeder Erfahrung, die jemals gemacht wurde. Sie enthält Informationen über alles, was war, und alles, was noch sein könnte. Ihr könnt es euch vorstellen wie eine Bibliothek auf energetischen Ebenen, die alle Informationen über Vergangenheit, Gegenwart und potenzielle Zukunft beinhaltet. So, jetzt wo ihr ein bisschen Futter für euren Verstand bekommen habt und so ungefähr wisst, um was es ungefähr geht, möchte ich euch direkt euch mitnehmen zu meiner allerersten Erfahrung oder mein allererstes Reading. Ist schon etwas her, also Ende Februar habe ich das Reading in Mexiko machen lassen von einer sehr, sehr, sehr spirituellen Dame, die, wie ihr gleich sehen werdet, ganz, ganz viel über mich gesehen hat in mir, was nur ich hätte wissen können. Und ich habe sie davor nicht wirklich lange gekannt. Also sie kennt meine Geschichte nicht. Sie kennt nicht viel über mich, weil ich nicht so viel mit ihr geteilt habe diesbezüglich. Ich kann euch wirklich sagen, alles, was sie gesagt hat, war einfach on point. Ich werde euch ein paar Ausschnitte zeigen, wo sie nach meinem Reading sozusagen mir das geteilt hat, was sie gesehen hat. Und crazy. Einfach nur crazy. Der erste Abschnitt, der jetzt kommen wird, es ist einfach so fucking true, because ich weiß nicht, also falls ihr mich noch nicht so lange kennt, ich bin schon seit dem 12.2020 unterwegs, habe Deutschland verlassen, und seitdem her, reise ich relativ intuitiv, also bin immer da, wo ich spüre, es ist richtig, und es fühlt sich richtig an, hier zu bleiben, oder es fühlt sich richtig an, weiterzureisen. War seitdem her in Tansania, Sansibar, also in Afrika, Brasilien, 3 Monate, dann 6 Monate in Mexiko, und jetzt bin ich in Kolumbien. Und in dieser Zeit, und es ist eigentlich immer noch so, bin ich unglaublich, wie sie sagt, in Discovery Mode. Also ich merke, dass ich unglaublich viel, vor allem auch 2021, ganz, ganz viel Neues für mich erfahren habe. Also ganz, ganz viele Dinge zum ersten Mal gemacht habe. Das heißt, es war immer für mich wieder so einfach mindblowing, weil ich ganz, ganz viel gemacht habe, was ich vorher nicht kannte, und immer wieder so ein Wow-Effekt. Genauso wie ich diese Erfahrung mit den Akasha Records gemacht habe, habe ich mit so vielen anderen Bereichen gemacht, wo es jedes Mal meine Perspektive nochmal um Weiten erweitert hat. Und auf der anderen Seite spricht sie die Melancholie an, was auch einfach 100% mir ist. Ich bin ein sehr, sehr sensibler, empathischer, emotionaler Mensch, und ich würde schon sagen oder behaupten, sehr tiefgründig, und habe mir zu dieser Zeit auch extrem viele Gedanken einfach gemacht, über die Zukunft, wohin wird es mit unserer Gesellschaft gehen, auch viel über mein Leben reflektiert, und da kamen einfach sehr, sehr, sehr viele traurige Emotionen in mir hoch.
Ja, weshalb ich tatsächlich eine Zeit lang extrem melancholisch war, also sehr viel in Gedanken geschwelgt, viel nachgedacht, viel geweint. Ja, und das hat sie, wie ihr gleich hören werdet, 1:1 genauso wiedergegeben. The first thing that comes through with your name, like the first imprint that comes through from the Akashic records, is you're in a process of a lot of discovering right now. It's like you're opening a book, and it's like, what you're reading here is wow, it's amazing. It's like, right, blowing your mind. So this is a process right now where you're doing this. You're going into this knowledge. You're in student mode, right? A little bit. And then they showed me because we're all fragmented, right? We have different parts of ourselves. So there's a part of you that's in this discovery. And then they also show me that there's a part of you that is really in melancholy energy. It's not truly sadness. You know, it's more like when you're in a place and it's cloudy and it's rainy and you're like, you know, with the umbrella, and it's like, it's okay, I'm okay, but I feel not great. Like, melancholy is really the word, right? So it's like there's two parts of you. One that's like really into the discovery, this is amazing, oh my God, what is this? And then this other part that it's really in the melancholy state. And it's like you're bouncing boom, 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 from these two. At the end, I always ask a little bit what else they want to share, if there's something that, you know, whatever. And they showed me like you looking at a family picture, and then looking out and realizing that it's not that. It's like, this is not that. And there it was an imprint there. Yeah, so like in that moment something happened. Wow, it was shocking for yourself, for your inner world, right? And then they say, you need to breathe. There's a lot of impulse for you to connect with your breath. Deep breathing, life force. I have Kleenex over there. That's why I have them there. Yeah. Because people cry all the time in my session. Wow. Yeah. Wow, that's crazy that you see like how you see it. Yeah. Literally, if I was seeing a movie of you doing that, and then looking away, and then I can, you know how in the movie you can see something and you're like, oh, she's feeling this. It's like that. I feel like that shocking moment where this is not that. Als sie das gesagt hat mit meiner Familie, habe ich einfach so Gänsehaut gehabt. Ich habe richtig Tränen in den Augen gehabt und das war wie, wow, woher weiß sie das, da ich das mit ihr nicht geteilt habe, und sie ja auch nicht wusste, wie ich aufgewachsen bin, was für ein Verhältnis ich zu meiner Familie habe. Es war sehr berührend für mich, weil ja, das, was sie gesagt hat, wieder einfach nur so on point, genau das fühle ich, dass ich immer ein Bild hatte, wie eine Familie auszusehen hat. Und wie ich auch die Familien im Außen wahrnehme, dass man zusammen am Tisch sitzt, gemeinsam isst und vielleicht vom Tag erzählt oder die Eltern mal fragen, wie es einem geht. Und ich das halt einfach mein ganzes Leben lang nicht erfahren habe, das Gefühl, ja, in der Familie dazu zu gehören oder eine Familie zu haben. When I go to the body, something super interesting happened almost at the end, where I called upon any, I guess, being that wants to come and help me do this work. And what came through was this very, like, the Mother Mary energy, you know, this motherly, I don't know, very sweet, very nurturing energy. And oh my God, it was like, it's like, I'm here, like, call upon me, I am here. You know, this mother wants to be here for you. This motherly energy, which is so nice. Like, I don't think I've ever seen her come through. It's always something different.
So seeing her was really beautiful, and it's this really nurturing part. So maybe get close to that somehow. Like for example, for me, I always buy like little stickers, little something that helps me remind me what I'm connected to. Like look, like little Ganesh, like something, right? So I see, and then I feel the energy. I connect to it, and there's some Mother Mary energy that wants to be here for you and help you. So, das ist der letzte Abschnitt, den ich euch zeige und auch einer der für mich krassesten Messages und auch wieder einfach nur wow, dass sie es gesehen hat, weil genau in dieser Zeit und eigentlich bis immer noch war ich sehr, 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 sehr traurig bezüglich der Beziehung zwischen mir und meiner Mutter. Und seitdem ich denken kann, seitdem ich klein bin, ja, habe ich nie das Gefühl gehabt, dass ich wirklich eine Mutter hatte. In dem Video Vergebung teile ich euch auch die andere Seite. Also ich hatte mit beiden Elternteilen nicht das beste Verhältnis, nicht viel Liebe oder Unterstützung in dem Bereich bekommen. Bin nicht normal aufgewachsen, sage ich mal. Aber ja, mit meinem Vater durfte ich, Gott sei Dank, komplett Frieden schließen. Mit meiner Mama ist es immer noch eine Challenge, da sie auch keinen Kontakt zu mir möchte und auch komplett abblockt. Viel, viel Trauer kommt halt bis heute manchmal halt immer noch hoch. Meine Mutter wollte mich nie und das habe ich auch immer zu spüren bekommen. Schon zu Kindergartenzeiten hat sie mich irgendwie immer vergessen. Ich war immer die Letzte, die abgeholt wurde. Manchmal hat sie mich wirklich vergessen. Also dann hat jemand anderes mich abgeholt. Ich hatte auch sehr, sehr lange ich hatte irgendwie immer eine Babysitterin oder eine Tagesmutter. Also nie wirklich konnte ich eine Verbindung auch zu meinen Eltern aufbauen, weil die auch nie da waren. Und als ich dann älter wurde, zu jugendlichen Zeiten, hat sie mich immer noch bis dahin verleugnet. Also als ich dann älter wurde, also 16, 17, 18, hat sie, obwohl ich super jung war, eigentlich immer gesagt, dass ich ihre Schwester bin, anstatt ihre Tochter. Also irgendwie nie zugegeben, dass ich die Tochter bin, wenn wir unterwegs waren. Und von ihrem Typ her ist sie auch eher kalt, distanziert und ja, hat mich auch nie in den Arm genommen, also genau wie bei meinem Vater. Oder gefragt, wie es mir geht, was mir auf dem Herzen liegt. Und ich bin aber ein Mensch, der Familie ganz oben stehen hat, was sehr paradox ist, weil ich mein ganzes Leben lang das Gefühl habe, keine Familie gehabt zu haben. Aber trotzdem weiß ich, dass es unglaublich wichtig ist und deswegen ich auch alles für meine Heilung dafür tue, dass ich Heilung in die Familie bringe und mich auf meine zukünftige Familie vorbereite und einfach eine gute Mutter bin. Und ja, bezüglich der Akashic Records war es halt einfach Gänsehaut wieder, weil ich halt wirklich mir irgendwie immer gewünscht habe, eine Mutter zu haben. Ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, wenn ihr eine Frage habt, worauf ihr keine Antwort habt oder noch keine Antwort wisst. Und natürlich gibt es ganz so viele Dinge, die man machen kann. Aber wenn ihr, sage ich mal, alles schon ausprobiert habt und ihr einfach vielleicht verzweifelt seid oder vielleicht wollt ihr einfach nur die Erfahrung machen, dann kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen, diese Akasha-Chronik von einer erfahrenen Person öffnen zu lassen. Und ja, falls ihr in Mexiko seid, kann ich auf jeden Fall die Maria empfehlen. Ich werde die Kontaktdaten in der Beschreibung hinterlegen.
Ich habe übrigens auch eine Playlist zu all meinen spirituellen Erfahrungen, falls ihr noch mehr in dem Bereich euch einfach weiterbilden wollt oder einfach Erfahrungsberichte euch anschauen wollt, dann checkt unbedingt meine Playlist Spiritualität aus. Und ansonsten, falls ihr mir noch nicht folgt und noch mehr in dem Bereich sehen wollt, dann folgt mir auf jeden Fall. Und dann freue ich mich, wenn ich euch das nächste Mal sehe. Also, beziehungsweise, wenn ihr mich das nächste Mal seht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.